Die Spannungen im Nahen Osten sind nach der gezielten Tötung eines Hamas-Führers in Teheran und der zuvor in Beirut getöteten Hisbollah-Chefs weiter gestiegen. Sowohl der Iran als auch die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Irans oberster Führer Khamenei soll sogar den Befehl erteilt haben, Israel direkt anzugreifen. Matthias Heinrich. Der alte Mullah schäumt. Mitten in Teheran liquidiert vermutlich der Mossad seinen Top-Terroristen Haniyeh. Der Mann wurde von seinen Revolutionsgarden bewacht. Die zweite Schmach. Laut New York Times soll Ayatollah Khamenei schon den Befehl für eine harte, direkte Reaktion auf Israel gegeben haben. Der israelische Premier wendet sich an seine Bevölkerung. Seit Beginn des Krieges sage ich, dass wir uns in einem Kampf gegen die Achse des Bösen im Iran befinden. Dies ist ein Existenzkrieg gegen einen Würgegriff terroristischer Armeen und Raketen, den Iran uns um den Hals legen will. In Teheran ziehen die Hardcore-Anhänger des Regimes mit Haniyehs Sarg durch die Straßen, fordern Rache für den Top-Terroristen. Mit dem Ende der Feierlichkeiten tickt die Uhr. Dann müssen die religiösen Fanatiker handeln, wollen sie das Gesicht nicht verlieren. Angeblich soll eine Rakete Haniyeh direkt in seiner Wohnung getroffen haben. Der Endresult ist sehr präzise Anschläge und kaum sogenannte Kollateralschäden. Ein solcher Einsatz wird wochenlang vorbereitet. Diese Terroristenmeister sind ständig unter Beobachtung. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad unterhält im Iran ein Agentennetzwerk. Führende Personen des iranischen Atomprogramms wurden getötet. Haniyehs Tötung ist wohl aber auch einer Nachlässigkeit zu verdanken. Ganz offensichtlich war aber auch der Hamas-Führer Haniyeh etwas sorglos, weil er sich wohl zu lange an einem Ort aufgehalten hat, den man dann auch aus der Luft gut angreifen konnte. Er hat wahrscheinlich nicht mit einem Luftangriff dieser Art gerechnet. In der Politik schrillen weltweit nun die Alarmglocken. Die ganze Region steht am Rande eines großen Krieges. Ich appelliere erneut an alle deutschen Staatsangehörigen in Libanon, auszureisen, solange das möglich ist. Krieg oder Friede, die Entscheidung liegt letztlich in Teheran, ob es für den Tod dieses Terrorfürsten eine ganze Region in den Abgrund schicken will. Und genau darüber möchte ich sprechen mit Alfred Hackensberger, der sich die Situation genauer für uns angeschaut hat. Alfred, erst einmal ist ja die Frage, wie ist es Israel überhaupt gelungen, so einen präzisen Schlag im Iran durchzuführen? Naja, das bleibt jetzt vorerst einmal, glaube ich, das Geheimnis des israelischen Militärs. Aber wie es aussieht, haben sie die gleiche Methode, den gleichen Ablauf gemacht wie schon am 19. April. Damals hat Israel ja einen Vergeltungsschlag nach diesem Großangriff des Irans mit über 200 Drohnen und Raketen durchgeführt. Und da wurde im Irak eben ein Trümmerteil einer zweistufigen Rakete gefunden. Das heißt, die Rakete wurde außerhalb des iranischen Luftraums abgeschossen, ist dann über den Irak geflogen und hat dann dort im Iran das Ziel getroffen. Das war in der Nähe der Atomanlagen des Irans. Und auf die gleiche Weise könnte nun Haniyeh getötet worden sein mit einer präzisen Rakete, wie es ja auch heißt, dass er genau in dem Gebäude oder sogar in dieser Wohnung genau getroffen wurde. Wie schwer wiegt denn jetzt dieser Gesichtsverlust für den Iran und vor allem, was könnte daraus dann jetzt folgen? Ja, das ist natürlich super peinlich für den Iran. Das ist ein absolutes Sicherheitsfiasko, weil das bedeutet, dass Israel eben einen Weg gefunden hat, die Luftabwehr der Iraner zu überwinden und jederzeit mehr oder weniger zuschlagen kann und alle Würdenträger des Irans eigentlich in Gefahr sind und sie die Sicherheitsstufe natürlich im Iran hochsetzen müssen. Das ist also super peinlich. Und um das Gesicht zu wahren, wird man jetzt wahrscheinlich irgendetwas machen, aber sicherlich auch nicht zu viel, weil die iranische Regierung, der neue Präsident, will sicherlich keinen ausgewachsenen Konflikt in der ganzen Region, also einen ganzen Krieg provozieren. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
keinen ausgewachsenen Konflikt. Jetzt gibt es fast täglich die Meldungen aus Israel, dass man hochrangige Terroristen der Hamas oder der Hisbollah getötet hat. Jetzt ging es auch um den Militärchef der Hamas, Deif, der eliminiert worden sein soll. Wächst mit jeder dieser Meldungen die Gefahr vor einem Flächenbrand in Nahost? Naja, ich weiß es nicht. Letztendlich, was wollen Sie denn machen? Was will die Hisbollah jetzt machen, nachdem ihr Kommandeur in Beirut getötet worden ist? Was will die Hamas machen, nachdem Haniyeh getötet worden ist? Und was will der Iran machen? Viel bleibt ihnen ja letztendlich nicht übrig. Weil ich meine, die Anschläge der Israelis sind da letztendlich limitiert, sind keine großen Kollateralschäden. Sie haben ganz gezielt die Zielpersonen ausgeschaltet und ein Angriff im Iran, ja, gegen einen Terrorstab, der ein internationales Netzwerk unterstützt, die internationalen Schifffahrtslinien angreift. Da gibt es keine internationalen Proteste. Wenn ein Hamas-Chef jetzt in der Türkei oder in Katar, wo er ja normalerweise residiert, getötet worden wäre, wäre das sicherlich was anderes gewesen. Aber viele Optionen hat der Iran ja nicht. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Führungsriege und die Mullahs so arrogant sind, dass sie auch einen Krieg mit Amerika provozieren würden. Denn im Falle eines Krieges mit Israel würde natürlich die USA an die Seite ihrer Verbündeten springen und Iran hätte da militärisch, denke ich mir, überhaupt keine Chance. Alfred Hackensberger, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen.